Hallo, herzlich willkommen bei mehrenergie.net. Mein Name ist Michael Maus. Ich nehme dich heute mit. Wir machen hier oben eine Erweiterung, beziehungsweise die Panels kommen runter und das Ganze hier wird auf 4 Platten ergänzt. In diesem Video zeige ich dir, wie man eine Dachpfanne bearbeitet. Hier in dem Fall haben wir eine Betondachpfanne von Brasс. Es gibt auch noch Keramik-Brasspfannen, also Tonpfannen. Da ist es etwas anders. Bei der Brasss, das wirst du gleich sehen, müssen wir einen Nippel abflexen, den zeige ich dir gleich. Und bei einer Tonpfanne müssen wir auch noch bei der unterliegenden Pfanne ein paar Riefen wegflexen, damit wir nachher hier mit dem Dachhaken durchkommen. Es gibt natürlich auch von diversen Herstellern Pfannen, die du einfach austauschen kannst. Ist persönlich nicht mein Ding, nicht mein Fall. Manchmal sieht es auch ziemlich hässlich aus, wenn du durch die Gegend fährst. Wird dir das vielleicht auf dem einen oder anderen Dach auffallen, wenn unter der PV-Anlage dann auf einmal hier irgendwelche Pfannen herausschauen, die nicht zu dem Dach passen. So, als erstes schieben wir uns mal eine Pfanne hoch. So, wir nehmen einfach mal, gucken, die Pfanne wollen wir rausnehmen. Das heißt, hier schiebe ich hoch. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Folgendes zu machen. Mit einem Holzgliedermaßstab einfach den hier drunter legen und dann können wir hier die Pfanne entnehmen. Das, was wir wegnehmen wollen, ja, wir setzen jetzt mal voraus hier neben, das sehe ich gerade. Ich nehme den mal raus, schiebe die auch hoch. Hier gehen wir mal einfach von aus, ist unsere Lattung und wir wollen mit dem Haken hier rauskommen. Das würde also bedeuten, dass wir diesen Nippel hier wegflexen müssen. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. So, wir wollen gleich hier mit dem Profil dran. Hier setzen wir uns unseren ersten Dachhaken. Das bedeutet, ich muss diese Pfanne hier bearbeiten. So, leicht machen können wir es so, dass wir die Pfanne im Endeffekt hier so rausnehmen. Wir haben hier eine Betonpfanne. Das heißt, hier unten, ja, diesen Nippel hier müssen wir jetzt bearbeiten, damit der Dachhaken drunter passt. Pass auf, wenn du Tonpfannen hast, dann hast du hier auch noch Rillen, die du wegfräsen musst. Also bei Tonpfannen hier unten und hier oben. Aber wir fräsen jetzt einfach die 2 Nasen weg. Okay, wichtig ist, Akku ist voll, Flex, was für einen auch immer du hast, egal, aber wichtig ist ein Steinblatt. Ja, ich habe mir auch angewohnt, das hier sauber auszuarbeiten. Ja, manche Dachdecker gehen einfach hier mit dem Hammer dran, kann man machen, ist nicht mein Ding. Und dann setze ich mir die Pfanne erst wieder ein. Und ich markiere mir jeweils hier, wo ein Haken drin kommt. Warum? Das wirst du gleich sehen, denn ich bereite mir gleich beim Hakensetzen hier die Haken unten am Boden schon vor. Einen Haken habe ich gesetzt, einen hier unten und auch da oben, damit ich mich immer irgendwo einhängen kann. Gerüst ist auch wichtig, bevor ich aufs Dach gehe. Zum nächsten, der wird dann hier rauskommen. Okay, noch ganz kurz hier zum Schluss. Du hast gesehen, wie wir das Ganze wegflexen. Warum ich persönlich zuerst alle Ziegel flexe und markiere, ist relativ einfach. Ich gehe hier mit einem einzigen Werkzeug aufs Dach. Besonders wenn ich es alleine mache, wenn du zu zweit oder zu dritt bist, dann kann man natürlich flexen und schrauben zugleich. Aber es hat sich bei mir persönlich herausgestellt, dass es für mich einfacher ist, zuerst die Dachpfannen zu flexen, einmal zu markieren und im zweiten Gang dann mit dem Schlagschrauber schrauben und den vorbereiteten Dachhaken aufs Dach zu gehen. Also ich persönlich mache da 2 Vorgänge durch. Du wirst sehen, wenn du das so machst, dann geht das eigentlich ruckzuck richtig schnell. Im nächsten Video, da zeige ich dir übrigens auch, wie wir Dachhaken setzen. In dem Fall hier auf diesem Dach 4-fach verstellbare Dachhaken. Warum wir 4-fach verstellbare Edelstahldachhaken nehmen, das zeige ich dir auch. Und ich zeige dir auch, warum wir keine Aluminiumdachhaken nehmen. Der Hintergrund ist relativ einfach für den Laien. Bei Aluminium musst du zwingend bei Schrauben das Drehmoment. Ich meine nicht die Schrauben, mit denen du das Ganze an der Dachhaut befestigst, also am Sparren befestigst, sondern beim Befestigen der Schrauben vom Dachhaken bei der Verstellung musst du Drehmomente einhalten. Wenn du hier über das empfohlene Drehmoment der Hersteller kommst, kann es sein, dass du dir die Gewinde rausziehst. Noch eins, das wirst du in dem nächsten Video sehen.
Nicht verstellbare Dachhaken oder Dachhaken, die nicht so stark verstellbar sind, die haben den Nachteil, denn du wirst sehen, dass hier oder da Konterlattung fehlt. Bedeutet also, du musst durchaus zwischen 5 und 7 Zentimeter ausgleichen, wenn dir die Konterlattung fehlt. Und dafür brauchst du bei anderen Systemen, also bei nicht diesen vierfach verstellbaren Dachhaken, brauchst du etwas zum Unterlegen. Doch das im nächsten Video, deswegen Kanal abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal.